So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem Tag in meinem Leben. Ich bin heute ein bisschen in Hektik, ich esse gerade noch schnell Frühstück so nebenbei. Bin ein bisschen später aufgestanden, heute Nacht gab es ein fettes Gewitter, hat beide Kinder geweckt und wir waren irgendwie 2 Stunden wach von 3 bis 5. Dann bin ich fatalerweise nochmal eingeschlafen, habe voll verpennt, 7:30 erst aufgestanden, viel zu spät. Schnell fertig gemacht, mit dem Hund, die Kinder weggebracht und so weiter und so fort. Jetzt, Sporttasche ist schon gepackt. Geht's ab zum Sport, noch eine Runde Sport machen, bevor ich in die Firma fahre. Dann geht's ab in die Firma und dann beginnt natürlich für euch der spannende Part. Ich zeige euch, was ich so an einem Durchschnittstag mache. Können natürlich ganz verschiedene Sachen sein. Ich weiß noch überhaupt nicht, was kommt, aber das werden wir sehen. Jetzt geht's erstmal ins Auto, ab zum Sport, wenn der Joghurt leer ist und dann sehen wir es gleich. Falls du dich gefragt hast, was das eigentlich heute früh mit dem Glas und dem Salz sollte, ist ein kleiner oder ist ein Tipp von Andrew Huberman. Kennt vielleicht der eine oder andere. Der ist Neurobiologe und beschäftigt sich so mit, sage ich mal, der optimalen oder an sich mit menschlichen Stoffwechselvorgängen, Gehirnvorgängen, bla 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 bla. Und der empfiehlt zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen direkt ein Glas mit ungefähr einem Teelöffel Meersalz auf nüchternen Magen und danach ein Glas mit einer halben Zitrone. Dann hat man erstmal schon mal wieder Elektrolyte aufgefüllt, hat Nährstoffe aufgefüllt, hat den Körper einmal entgiftet. Genau das mache ich auch. Das ist dann auch mein erstes Getränk am Tag. Danach gibt es so ein bisschen, so eine Stunde, anderthalb später einen Kaffee und meistens Sojajoghurt. Und dann sieht nicht so lecker aus, ist aber tatsächlich ein Obstsmoothie mit Drachenfrucht, Banane, Mango, Dattel, Kurkuma, also all möglichen Kram, was auch am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig schmeckt, aber irgendwann ganz gut schmeckt und halt wahrscheinlich gesund ist. Das ist so mein Essen. Keine Sorge, wird jetzt hier kein Foodblog. Ich nehme mich nicht durch alles mit, aber ich dachte, das mit dem Salz könnte ich vielleicht irritiert haben. Fresh out of gym. Zack, heute stand eine Schwimmeinheit auf dem Programm. Danach noch eine Runde Sauna und jetzt bin ich, geht gar nicht so leicht sich anzuschneiden, die Kamera zu halten. Jetzt bin ich fresh für die Arbeit. Ich würde sagen, auf geht's. Angekommen. Zack. Sind wir da? Haben wir geparkt. Bevor es jetzt losgeht, vielleicht noch ein paar Worte für alle, die sich fragen, wie viel Zeit nimmt er sich denn dafür morgens? Also es ist jetzt 11 Uhr. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie wir morgens bei den Kindern fertig werden, aber ich bin in der Regel, wenn ich in die Firma fahre und nicht im Homeoffice bin, zwischen 10 und 11 hier. Es sei denn, ich habe einen Workshop, dann natürlich auch früher. Der Punkt ist einfach, ich habe jetzt gemerkt, und das auch schon mit mit 32, dass Stress mir nichts bringt. Also ich habe seitdem die Firma besteht wirklich viel gearbeitet und das war auch immer Prio 1 und ich war eine Zeit natürlich von 6 bis 20 Uhr hier und dann halt auch immer sofort nach meinen Pflichten sofort her und irgendwie alles andere eingefügt, aber es hat mir jetzt gar nichts gebracht, außer relativ viele Probleme, Bandscheibenvorfall, Magen-Darm-Probleme, alle möglichen Quatsch, der eben so durch Stress auch passieren kann und deswegen habe ich einfach gemerkt, das bringt nichts, jetzt habe ich mich verschluckt beim Reden. Es bringt nichts zu funktionieren, weil irgendwann funktioniert es dann gar nicht mehr. Deswegen, man muss sich einfach die Zeit für sich selber nehmen, um auch die Energie zu haben, zu funktionieren. Weil am Ende rächt sich sonst doppelt und dreifach. Deswegen nehme ich mir jeden Tag relativ viel Zeit für Sport und auch Erholung, also aktive Erholung, weil ich das einfach wichtig finde. Und dadurch bin ich seltener krank, dadurch kann ich mehr durchziehen, dadurch bin ich auch winterfitter, habe in meiner Freizeit mehr Zeit oder auch Kraft, mit meiner Familie Sachen zu unternehmen. Und das finde ich ziemlich wichtig. Muss jeder für sich selber wissen. Ich kann wirklich nur empfehlen, das frühzeitig festzustellen. Und wer jetzt sagt, hey, ich bin alleine in der Firma und muss halt irgendwie um 8 oder 9 aufmachen, ich habe gar keine Zeit dafür. Ja, dann steh halt eine Stunde früher auf und nimm dir einfach die Zeit, weil davon hast du deutlich mehr. Geh eine Stunde früher ins Bett, steh eine Stunde früher auf und auf einmal kannst du morgens zum Sport gehen, nochmal in die Sauna oder meditieren oder was auch immer dir gut tut. Ja, in diesem Sinne, ich drehe mich mal um. Auf geht's. Moin! Moin! Na? Alles gut? Ja, was geht hier ab? Habt ihr zu tun? Ja, ein bisschen was. Was macht er denn? Gerade den Audi, da sind die Embleme wieder durchgekommen. Die sind wieder durchgekommen, ja. Da war vor 2 Jahren, glaube ich, bei uns, ne? Hat er erzählt? Ja, 1,5. Ja, 1,5, 2 Jahre und da kamen die Embleme wieder durch. Es kann immer mal passieren durch Wärme und so, dass sich Lack aussehen, wie er zusammenzieht, haben wir auch schon mal drüber geredet. Kann es nochmal wiederkommen, ist natürlich ärgerlich, aber ja, ihr wart schon dran, oder? Wir waren schon dran. Sind mit 3000er vor, 8000 dahinter, der und dann. Hat da jemand das Video von der Dicon geguckt oder was? Ja, dann nochmal heiß machen, ne, um sicher zu gehen, dass es vielleicht wirklich nicht wiederkommt. Marcel, schleichst du einfach so ins Bild. Einen wunderschönen guten Morgen. Na? Na? Und, BMW fertig? Der ist safe.
Ah, sehr gut. Siehst du, Chef kommt zur Arbeit, alles schon fertig. Und dann ziehe ich mich jetzt mal um. So noch Tasche holen und Geld. Guck mal, Tasche und Geld holen. Wisst ihr, kann ich gleich wieder nach Hause fahren. Gibt es euch gar nicht mehr heute viel zu zeigen. Naja, schauen wir mal. Einmal umziehen und dann mal sehen, was hier so ansteht. Das ist hier gerade ein bisschen große Aufregung bei uns, weil, kennt ihr ja, das Auto von Marcelli, stand hier draußen auf unserem Parkplatz. Das zeige ich euch mal. Dort. Und da hinten wurde mit so einem Rasentrimmer die ganze Rasenfläche gemäht. Und der schießt natürlich die ganzen Stöcke, Steine, und, also Gras natürlich, aber auch halt Steine, die da am Boden sind, durch die Gegend. Und das Auto stand genau mit dem Heck am Zaun und war halt komplett grün hinten. Und jetzt versuchen die beiden Jungs hier gerade mal rauszufinden, wo die Mitarbeiter da der Firma sind, um mal zu gucken, wer das war. Und dann waschen wir das Auto mal und gucken mal hinten nach, ob da ein Schaden dran ist. Und hier schleifi, ne? Sage ich dazu nur. Oh, habt ihr sogar mit 2000er vorgeschliffen oder warum liegt das hier? Nö, hatten wir bloß erstmal rausgeholt, weil wir keinen 3000 gefunden hatten. Okay. Ja, 3000. Und habt ihr schon erhitzt mit dem Föhn? Nee, noch nicht. Dann hole ich mir jetzt mal einen Föhn und mach's mal heiß und guck mal, ob alles wegbleibt. Damit sind die Schleifspuren zu 80-90%, 95 bis 99% weg. Wir sehen noch, wenn wir genau im Licht gucken, so zwei kleine Kanten, aber da würde ich jetzt gar nicht so viel Lackschichtdicke riskieren. Es sind zwar noch knappe 60 μ Klarlack da, aber es ist ja Quatsch, wegen irgendeiner kleinen Kante das zu riskieren. Wir werden es dem Kunden so zeigen. Und wenn er sagt, macht es doch noch weg, dann machen wir es noch weg. Aber ich glaube, das ist so, ja, wie sagt man mal, so Kosten-Nutzen-Verhältnis oder ja, wie sagt man denn? Das ist ja keine Kosten, aber einfach so den Aufwand- und Nutzenverhältnis. Vielleicht so macht das so wirklich am meisten Sinn. Ansonsten kriegt er jetzt nochmal eine ganz schnelle One-Step, weil der hat jetzt 1,5 Jahre eine Keramik drauf. Da würde der Kunde gerne nochmal eine Performance-Boost haben, also nochmal von vorne. Das heißt, wir haben gesagt, gut, wir gehen einmal mit einer One-Step rüber, packen nochmal Keramik drauf, um halt wirklich nochmal ja, wieder eine schöne Leistung zu haben. Und zu dem Emblem wollte ich euch noch was erzählen. Den Wagen haben wir ungefähr vor 1,5 Jahren ja komplett gemacht und hatten die Embleme entfernt und wegpoliert. Das kam aber wieder. Der Kunde hat sich gemeldet, dass jetzt halt wieder kam. Man hat es wirklich komplett wieder gesehen. Leider war ich heute noch nicht schnell genug mit der Kamera da, dass ich es euch vorher zeigen kann, aber man hat es deutlich gesehen. Und es liegt einfach daran, dass Lack sich halt, habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt, aus dem wieder zusammenzieht. Also man hat immer irgendwie eine Veränderung im Lack, die dafür sorgt, dass so eine Sachen wiederkommen. Keine Ahnung wieso. Der Lackierer von nebenan meinte, dass die Embleme direkt nach dem Lackieren draufgeklebt werden und natürlich der Kleber auf dem frischen Lack irgendwie noch reagiert. Wir haben es jetzt mehrfach entfettet, wir haben es mit dem Föhn erhitzt, also wir können jetzt nur hoffen, dass es so bleibt. Wenn nicht, müssen wir es halt dann auch nochmal wiederholen, aber das gehört leider zum Berufsrisiko dazu. Wir bereiten jetzt alles für den einen Hochglanzgang vor, dann denke ich mal, wird er heute noch locker durchgezogen und dann kriegt er wahrscheinlich heute noch seine Beschichtung. So, dann bevor ich mich auch ans Finish von dem SQ5 begebe, habe ich mir jetzt nochmal meinen Laptop geschnappt, gehe noch einmal kurz durch die E-Mails durch. Ich versuche mal den ganzen Office-Kram und alles, was ich so am Computer mache, in meinem Homeoffice zu machen. Also wenn ich nicht hier in der Firma bin und die Zeit hier zu nutzen fürs Video drehen oder halt an Autos arbeiten oder Kunden beraten oder was auch immer zu tun. Aber einmal am Tag gucke ich zumindest mal rein, ob irgendwas Wichtiges, Dringendes ist, was ich trotzdem heute beantworte. Wir haben zwar auch Leute, die sich erstmal darum kümmern, aber es gibt halt immer E-Mails, die nur ich beantworten kann. Deswegen, das gucke ich jetzt mir mal an und dann geht es ans Finish. Bis gleich. Danke fürs Abwischen, Marcel. Gern geschehen. So bin ich.
So ist er. Oh, ich nehme mal jetzt hier nochmal die Kamera. Hallo. Ganz schnelle Nummer. Also ich wollte eigentlich mitpolieren, aber ich außer eine Tür haben die Jungs mir nichts übrig gelassen. In den, wie lange war ich weg? 15 Minuten? Weniger. Sagen wir mal 15 Minuten haben die Jungs zu zweit das komplette Auto abgezogen. Wie gesagt, es ging jetzt wirklich nur darum, einmal natürlich ein bisschen Glanz zu erzeugen und vor allen Dingen die noch vorhandene Restkeramik sicher zu entfernen, damit die neue gut hält. Das war jetzt keine klassische One-Step wie sonst, da brauchen wir auch ein bisschen länger, aber Respekt in, keine Ahnung, 15 Minuten zu zweit oder in, sagen wir mal jetzt in 30 Minuten mit mir noch dabei. Ein ganzes Auto poliert. Eine SQ5 kann man mal machen, aber wie gesagt nur als Keramikvorbereitung. Jo. Lackzustand war hier nämlich noch top, also sieht man auch hier nicht, also hier ist kein einziger Kratzer auf dem Lack. Also da, wenn der Kunde das Video hier sieht und sein Auto wiedererkennt, dann Respekt an die gute Pflege. Wir gucken jetzt noch mal mit der Scan Grip, ob das hier auch alles soweit passt. Müsste aber so, zack, ne? Alles tippitoppi. Ist natürlich auch eine dankbare Farbe in dem Grau, aber trotzdem alles wunderbarstens. Wie ihr seht, ich bin eigentlich ein großer Freund zwischendurch, aber den Arbeitsplatz ein bisschen aufzuräumen. Irgendwie macht es dann alles mehr Spaß, als wenn alles so im Chaos rumfliegt. Jetzt geht es ans Trockeneisstrahlen, also die ganzen Ritzen und Kanten hier mal durchstrahlen, damit das Auto, hallo, tschüss, damit das Auto versiegelt werden kann. Das ist mir einfach zu laut, habe ich heute gar keinen Bock drauf. Deswegen lasse ich das den Dominik machen. Ich gehe in der Zeit Mittagessen organisieren, weil es ist schon Mittagszeit. Dann kriegt der entfettet, versiegelt. Ja, und ich glaube, dann war es das auch schon wieder für mich. Aber bis dahin ist noch ein bisschen was zu tun. Ich würde sagen, ich lasse euch einfach mal die Kamera ein bisschen laufen. Dann müsst ihr mich nicht beim Mittagessen holen, verfolgen, mir dabei zugucken. Sondern es war ein Tag von mir, aber dann seht ihr wenigstens ein bisschen was am Auto passiert. Bis gleich. Tacho, ich bin wieder da. Wir haben alle gegessen. War lecker, ne? Ja. Ja, war lecker. Und in der Zeit wurde Trockeneis gestrahlt. Jetzt geht's ans Versiegeln und vorher entfetten. Korrekt, das machen wir jetzt. Zu dritt, was sagst du, brauchen wir eine Viertelstunde? 20 Minuten, brauchst du eine Einweisung. Genau. Schneiden wir raus. Ja, so, SQ5, die ist in den letzten Zügen. Die Jungs machen noch schnell die Heckstoßstange fertig. Ich bin schon mal raus, war eh zu eng da unten. Im Großen und Ganzen war das mein Tag. Es ist jetzt gleich, ich habe gerade gar keine Uhr hier, aber es ist jetzt gleich so 15 Uhr ungefähr. Ich sehe jetzt zu, dass ich in der nächsten halben Stunde hier wegkomme, einfach weil ich dann die Kinder wieder abhole und dann nach Hause bringe und wir das halt einfach zeitlich so managen wollen, dass wir auch noch genug Zeit miteinander verbringen können und uns nicht nur morgens und abends die Klinke in die Hand geben sozusagen. Deswegen ist das für mich die Priorität. Bringt natürlich auch mit sich, dass ich dann nachher zu Hause mich nochmal eine Stunde, anderthalb, 2, je nachdem was los ist, an den Computer setze und dann noch Dinge tue, die auch noch fällig werden, einfach um voranzukommen oder aus dem Alltag, also Rechnungen schreiben und so ein ganzer Kram. Ich kann wirklich sagen, ich empfehle euch einfach vorher zu überlegen, was wollt ihr mit eurem Unternehmen machen. Wollt ihr die Hauptfigur sein, die Hauptfigur bleiben, den Großteil der Arbeit alleine machen und wirklich eine gewisse Zeit investieren? Dann müsst ihr natürlich auch Sachen bedenken, die jetzt ihr gar nicht in diesem Video sehen könnt. Ne? Permanent ruft vielleicht jemand an, ein Kunde, ein Steuerberater, ein Lieferant, irgendjemand, der was von einem will, irgendeine Behörde. Man telefoniert, man hat Besichtigungstermine und muss natürlich auch die ganze Schreibarbeit machen, Angebote schreiben, Auftragsbestätigung, Rechnungen, Kundenkommunikation,
vielleicht gibt es mal eine Reklamation, man muss mit irgendwas umgehen, man muss Ware bestellen, man muss die Halle sauber machen, Tücher waschen und. Also es sind so viele Sachen, die man so als Einzelkämpfer selber machen muss, sodass man da zwei Möglichkeiten hat. Entweder ihr seid 12 Stunden in der Halle, wovon ihr 8 Stunden effektiv arbeitet und den Rest halt mit anderen Sachen verbringt, die in erster Linie nicht sofort Geld bringen, weil sie aber trotzdem gemacht werden müssen, müssen die halt gemacht werden. Und dann habt ihr noch nicht die Zeit investiert, strategisch weiterzuarbeiten. Wie kann ich mehr Kunden gewinnen? Wie kann ich meine Kunden besser zufriedenstellen? Wo kann ich Werbung machen? Wo kann ich irgendwie mich noch engagieren? Was auch immer kann ich tun? Und auch dann habt ihr immer noch keine Freizeit gehabt bei 12 Stunden. Andere Alternative, ihr sucht euch natürlich einen Mitarbeiter, macht das zu zweit. Der Mitarbeiter kann, während ihr diese ganzen administrativen Dinge tut, Geld verdienen. Ne? Das heißt, wenn der Mitarbeiter irgendwie mit Pause 9 Stunden da ist, kann er effektiv irgendwie 8 Stunden Geld verdienen, wenn es gut läuft. Selbst wenn er noch die Halle sauber macht und ein bisschen Tücher sortieren übernimmt, dann ist er trotzdem noch 6, 7 Stunden am Arbeiten und verdient Geld, während ihr die anderen Dinge tun könnt. Aber auch dann, klar, fallt ihr produktiv erstmal raus. Das heißt, ihr verdient erstmal weniger Geld, weil ihr euch mehr mit anderen Dingen beschäftigt. Dritte Möglichkeit, ihr versucht die ganze Sache nicht so sehr wie ein Selbstständiger aufzubauen, der sehr viel mitarbeitet, sondern eher wie ein Unternehmer. Das heißt, wirklich aktiv zu suchen und das zu versuchen, jetzt klingelt das Telefon, ne, wenn man wieder beim Thema ist, aktiv zu versuchen, ein Unternehmen aufzubauen, das ohne euch funktioniert, und das ist was ich mache. Ich versuche sehr viel strategisch zu arbeiten, was natürlich auch die Videos beinhaltet, neue Standorte, Instagram, was auch immer. Das sind so viele Sachen, die wir im Hintergrund machen, damit eben der Standort und auch die anderen Standorte davon profitieren und die Leute, die dort in den Standorten arbeiten, auch permanent zu tun haben und sich eben nicht noch mit einem rumschlagen, oder rumschlagen ist das falsche Wort, aber kümmern müssen. Ne? Das ist etwas, was viele Leute nicht sehen, was man nicht direkt messen kann. Das ist auch ein Grund, warum vielleicht eine Zeit lang mal weniger Stories kommen, weil ich einfach mehr, also klar, mal ist auch Urlaub einfach, aber sonst weil ich auch einfach mehr strategisch arbeite, mehr Dinge tue, die irgendwie das Unternehmen langfristig voranbringen, oder mich einfach selber weiterbilde, einfach mich damit mal auseinandersetze, was passiert eigentlich beim Polieren und so eine Sachen, damit ich es eben auch erklären kann. Das sind so strategische Entscheidungen, die man für sich selber treffen muss, die man mit seiner Familie treffen muss, um zu überlegen, wo will ich hin, wie will ich meine Firma aufbauen und was soll sie für mich sein. Möchte ich wirklich derjenige sein, der alles in der Hand hat und dann aber auch, wenn ich nicht arbeite, verdiene ich kein Geld? Dafür bleibt mir natürlich auch viel mehr hängen. Möchte ich der sein, der mitarbeitet und noch jemanden hat, der ihm zuarbeitet, ne? So ein Selbstständiger halt mit Angestellten gibt es ja auch. Oder möchte ich Richtung Unternehmer gehen? Das heißt, möchte ich mich überflüssig in meinem Unternehmen machen und dafür sorgen, dass das Unternehmen vorankommt, ohne im Tagesgeschäft drin zu sein. Was ja nicht heißt, dass man nicht trotzdem auch mal immer mal wieder mitarbeitet. Auch das mache ich, ist natürlich ganz wichtig, dass man hinkommt und auch mitarbeitet, um einfach zu wissen, was Phase ist, was die Probleme sind, ne, was die Herausforderungen sind, was sind die neuen Produkte, wie kann man effektiv arbeiten und auch das Unternehmen voranbringen. Und wenn man nicht im Tagesgeschäft immer drin ist, sieht man halt auch mal viele Dinge, die man so, wenn man selber alles macht, nicht mehr sieht. Man kann die Qualität besser kontrollieren, man kann besser bestimmte Prozesse optimieren, man kann effektiver arbeiten, man kann neue Produkte einbringen, man kann seine Mitarbeiter mal ein bisschen von außen betrachten und den ganzen Prozess in Frage stellen. Für mich geht es jetzt umziehen, wie gesagt, nochmal hier die letzte Runde machen. Einmal allen Tschüss sagen, umziehen, Auto nochmal angucken, nochmal final kontrollieren und dann so gegen 15:30 Uhr hau ich ab. Das heißt, ich war heute von 11 bis 15:30 Uhr hier, sind 4,5 Stunden. Wie gesagt, ich peile immer so zwischen 4 und 5 Stunden an. Mehr einfach nicht, weil es einfach total wichtig ist, die ganzen anderen Dinge zu erledigen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Tag war für euch auch spannend, mal hier so reinzugucken. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es fand, was euch vielleicht auch noch interessiert, auch an künftigen Videos. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.